Hallo an alle Car-System, Open Car, Modellbahn, Modellbau und natürlich an alle YouTube-Freunde da draußen. Endlich geht es weiter. Endlich gibt es wieder ein Video hier auf meinem Kanal bei Kufenau. Doch zunächst wünsche ich euch allen erstmal ein gutes neues Jahr, auch wenn natürlich der Jahreswechsel schon wieder ein paar Tage her ist. Aber was soll ich euch sagen? Das neue Jahr geht gleich richtig gut los, denn endlich ist es soweit. Meine SS49E Sensorplatine 2.0 ist endlich fertig und seit dieser Woche auf meiner Homepage zum Nachbau verfügbar. Und da sich bei meiner neuen Sensorplatine so viel verändert hat, die ja jetzt auch alle Feedcar-Funktionen abbilden kann und wie einfach auch die Konfiguration dieser Sensorplatine dank einem kleinen PC-Tool, das ich programmiert habe, ist, das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Und ich kann euch schon versprechen, da wird es die ein oder andere Überraschung geben. Deshalb, es lohnt sich dran zu bleiben und jetzt würde ich sagen, legen wir doch auch gleich mal los. Ich wünsche euch viel Spaß. Was ist jetzt eigentlich neu an meinen Platinen? Optisch, also von der Größe her, haben sich die Platinen gegenüber der Vorversion überhaupt nicht verändert. Ja, die Größe ist immer noch 1:1 identisch. Was sich geändert hat, ist natürlich, die Bauteile sind ein bisschen neu angeordnet worden, damit der Platz für den Anschluss von der ER-LED drauf passt und so weiter. Eine weitere Neuerung ist, dass es ab sofort mehrere Möglichkeiten gibt, also mehrere Schnittstellenmöglichkeiten gibt, die Platinen zu programmieren. Bisher ging das ja eigentlich nur, entweder ich habe hier vorne an diesen Kontaktflächen und hier hinten an den Kontaktflächen Kabel angelötet, das war die eine Variante, oder ich habe hier so einen Leiterplattenrandverbinder gebraucht, damit ich das quasi hier so reinstecken konnte zum Programmieren. Und gerade die Teile, die waren halt wirklich sehr schwer erhältlich. Und deshalb habe ich auch geguckt, dass ich da weitere Optionen bekomme. Neu ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich hier so eine 5-polige Stiftleiste, so eine SMD-Stiftleiste auflöten kann. Ich zeige euch das nochmal näher in der Kamera. Das ist die eine Variante. Oder ich kann hier vorne so eine 6-polige Stiftleiste anlöten und dann kann ich quasi hier mir so eine 6-polige Buchsenleiste machen und kann die dann hier draufstecken und kann das Teil programmieren. Der Vorteil hier ist halt, ich könnte dann quasi in der Anlage mir hier so eine 3-polige Buchsenleiste nehmen und könnte die hier quasi gerade draufstecken. Der Nachteil bei der Variante ist halt, dass ich hier hinten dann noch die Buchsenleiste, die restlichen Buchsenleisten hier oben noch abstehen habe. Ja, da komme ich halt dann nicht direkt unter die Holzplatte, kann das nicht direkt an die Holzplatte kleben. Da muss ich mir halt dann irgendwie noch einen Kunststoffklotz oder einen Holzklotz unterlegen, so irgendetwas. Ja. Das ist, sage ich mal so, optisch, oder das ist mal die eine Änderung, dass es halt ab sofort mehrere Varianten für die Programmierung gibt. Dann habe ich ja gesagt, die Platinen können jetzt die kompletten Feedcar-Funktionen abbilden. Dazu muss ich natürlich auch Einstellungen an der Platine vornehmen können im Nachgang. Und hier ist es halt so, das zeige ich euch dann gleich, die Programmierschnittstelle wird auch gleichzeitig für die Konfiguration benutzt. Also es ist gleichzeitig auch dann später die Konfigurationsschnittstelle. Jetzt hätte ich es fast vergessen, also der Programmieradapter für diese Stiftleistenversion, der sieht dann so aus. Ja? Ihr habt also hier wieder das Kabel für die 5 Volt, also für die Spannungsversorgung, die externe. Das kommt quasi in euer Programmiergerät rein und das Teil hier könnt ihr dann quasi gerade hier so draufstecken. Ja? Draufstecken, programmieren, rausziehen. Draufstecken, programmieren, rausziehen. So einfach ist es. Vorteil bei der Variante ist halt, solltet ihr später irgendwann mal ein Software-Update machen müssen oder halt bei der Konfiguration, ja, also die Konfiguration ändern müssen, dann könnt ihr halt hier einfach den Adapter anstecken und müsst hier vorne nichts verändern. Ja, in der Variante
Ja, müsst ihr halt dann quasi, wenn ihr eine Konfiguration ändern wollt, müsst ihr das Teil abziehen, müsst euren Konfigurationsadapter draufstecken. Ja, das müsst ihr halt berücksichtigen. Hier könnt ihr halt das Ding in der Anlage so verkabelt lassen, wie ihr wollt, wie ihr es habt, und steckt dann halt einfach den Adapter auf. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich bevorzuge diese Variante. Aber es ist jedem selbst überlassen. Eine weitere Neuerung bzw. Änderung, die einfach systembedingt notwendig war, ist das Thema Programmiergeräte. Damit ich halt die ganzen Feedcar-Funktionen abbilden konnte, brauchte ich unbedingt einen neuen, moderneren Mikrocontroller. Und hier ist es einfach so, dass dieser neue, modernere Mikrocontroller mit diesem alten Programmiergerät, der Picket 3, einfach nicht mehr programmiert werden kann. Ja, der ist einfach zu modern. Deshalb müsst ihr euch halt das merken, wenn ihr diese Variante nachbauen wollt mit dem moderneren Prozessor, müsst ihr euch eines dieser zwei Programmiergeräte zulegen. Das ist einmal dieses Picket 4, ja, oder dieses MPLAB Snap. Ja, ist auch alles in der Bauanleitung drin, das sind, glaube ich, auch Links habe ich da reingestellt. Problem ist halt, so günstig wie ihr dieses Picket gekriegt habt, kriegt ihr die beiden nicht. Ja, also dieses Picket 4, der Nachfolger sozusagen, der ist natürlich schon mal eine ganze Ecke teurer. Der kostet nämlich, glaube ich, an die 80, 90 oder sogar über 100 Euro. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, müsste ich selbst nochmal nachgucken. Ja, wobei der aber für eure Anwendung wirklich viel zu oversized ist. Das braucht ihr gar nicht. Ich würde euch also wirklich dann empfehlen, wenn, dann nehmt dieses MPLAB Snap. Ja, dieses kleine Platinchen hier, hat halt kein Gehäuse drum. Naja, was soll's, ne? Wobei aber auch das bei 60 Euro rum, glaube ich, liegt. Ja, also ist leider so, ja, mit den moderneren Prozessoren kommt das Ding halt nicht klar. Das ist eine weitere Änderung, wo halt leider notwendig war. Wer natürlich noch gar kein Programmiergerät hat, dem würde ich natürlich gleich empfehlen, kauft euch das MPLAB Snap Gerät. Ja, so, aber jetzt würde ich sagen, steigen wir doch auch gleich mal ein und gucken uns einfach mal die Konfiguration von den Sensoren an, weil die habe ich, also da will ich mich jetzt nicht selbst loben, aber ich finde, die habe ich wirklich total einfach gemacht. Für die Konfiguration benötigt ihr natürlich auch nochmal eine Schnittstelle und die ist wirklich total einfach gehalten. Alles, was ihr braucht, ist hier so ein seriellen Schnittstellenadapter, also ein USB zu RS232 Adapter. Ja, die Teile, die kriegt ihr bei eurem Chinesen des Vertrauens für ein paar Euro. Ich glaube 2, 3 Euro kosten die Dinger. Ist nicht wirklich die Welt. Ja, also, aber so ein Teil braucht ihr. Auch den Link habe ich in die Bauanleitung gestellt, beziehungsweise hänge ich auch nochmal unter das Video. Ja, das ist im Prinzip schon mal alles, was ihr braucht für die Konfiguration. Das müsst ihr halt einfach an einem freien USB-Port von eurem Rechner anschließen. Und dann braucht ihr halt je nach Schnittstellenvariante noch einen Konfigurationsadapter. Schon fast wieder falsch gesagt. Ja, die zwei Adapter habe ich natürlich auch mal für euch vorbereitet. Das eine ist hier der Konfigurationsadapter für diese Variante. Ja, der sieht wirklich total easy aus. Schaltbilder und so weiter ist alles in der Bauanleitung drin. Und der andere für diese Variante, der sieht halt ein kleines bisschen aufwendiger aus, weil ich muss ja quasi diesen Anschluss hier wieder durchschleifen, sonst habe ich keinen Strom auf dem Prozessor. Hier habe ich ja dann den Prozessor sozusagen oder die Platine sozusagen eingebaut, fertig an der Anlage drin und dann kann ich da einfach mit diesem Teil drauf. So, wie gesagt, bei der Variante hier, bei der Variante 2, so wie ich sie nenne, ist das Ganze ein bisschen aufwendiger. Ich muss quasi das hier abziehen, das Teil hier draufstecken, dann kommt der anlagenseitige Anschluss hier wieder drauf. Also ihr seht, das ist halt ein kleines bisschen aufwendiger und dann schließt ihr einfach euren Konfigurationsadapter hier an. Das Ganze wird so rum hier angeschlossen, also diese Leitung hier kommt auf die Seite. Ja, und jetzt
seid ihr eigentlich schon bereit, damit wir das Ganze konfigurieren können. Da die zwei Teile hier jetzt überhaupt nicht am Strom hängen, weil ich das jetzt nur mal so für euch zur Demonstration gezeigt habe, nehme ich jetzt mal den Sensor hier raus, weil der hängt schon am Strom, und dann schließe ich einfach mal jetzt meinen Adapter hier an. So, dann machen wir das alles mal wieder auseinander. Und jetzt kommt einfach dieser Adapter hier so drauf, und dann stecke ich jetzt einfach den Adapter hier so drauf. Also, wie ich eben schon erwähnt habe, alle zum Nachbau relevanten Daten und Dateien habe ich euch wieder auf meiner Homepage www.kufenau.de zur Verfügung gestellt. Ja, ihr seht auch, das ist eine komplett neue Seite. Die alte, die findet ihr dann noch hier. Und hier sind wieder alle Daten hinterlegt. Ja. Und auch hier zum Download alle Dateien. Unter anderem gibt es hier jetzt auch ein sogenanntes PC-Config-Tool für die Software-Version 3. Das ist ein kleiner Installer, das Programm müsst ihr installieren, und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr dieses Icon hier auf dem Desktop, wenn ihr eine Desktop-Verknüpfung erstellt habt. Und wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich dieses Tool. Zumindest hoffe ich, dass das auch sich bei jedem dann öffnet, weil ich muss dazu sagen, das ist wirklich meine allererste PC-Software, die ich jetzt der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, und ich hoffe, dass das Ganze auch wirklich bei jedem 100% funktioniert. Sollte das nicht so sein, ja, dann bitte schreibt mir, dann gucke ich halt mal nach, woran das liegen könnte. Auf jeden Fall öffnet sich dann dieses Fenster, und ihr seht schon, hier unten steht Sensor Connection State Not Connected. Das heißt, er hat sich noch mit keinem Sensor verbunden. Das passiert erst, wenn ihr hier oben auf das Icon oder auf den Button Lesen drückt. So, ihr seht, und schon hat sich hier die Oberfläche ein bisschen verändert, und hier unten steht Sensor Connection State Connected COM Port 6. Auch das ist wirklich so eingestellt, der sucht sich komplett selbstständig die serielle Schnittstelle, und wenn er eine gefunden hat und einen Sensor findet, verbindet er sich komplett automatisch. Ihr braucht dann nichts händisch einstellen. Und hier seht ihr jetzt auch schon Firmware-Version V3, und hier unten sind die Sensorparameter. Er erkennt, ob jetzt an der Platine ein Sensor angeschlossen ist oder nicht. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich habe jetzt keinen da, wenn ich jetzt eine Platine hätte, wo kein Sensor angeschlossen wäre, dann würde er sich auch verbinden mit der Platine, würde aber anzeigen, kein Sensor angeschlossen. So, und zu dem kommen wir jetzt gleich. Jetzt machen wir erst einmal die ganzen Feedcar-Funktionen durch. Das ist im Prinzip wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Ihr habt hier unten den Modus, ja, den Modus, wo das Teil machen soll, und momentan der Default-Modus ist immer Magnetsensor. Ja, das ist das ganz normale, was ihr auch bisher kennt. Und jetzt könnt ihr hier das aufklicken, und jetzt könnt ihr einfach sagen Positionssender über Sensor. So. Und dann seht ihr, wenn ihr das Ganze hier auswählt, jetzt könnt ihr hier diese Adresse einstellen, die euren Sensor hat. Ja, das ist im Prinzip das, was hier auf dem Aufkleber bei dem Feedcar steht. Da steht ja Rückmeldernummer. Ja, das ist sozusagen hier die Adresse. Und die könnt ihr wirklich komplett frei wählen zwischen 1 und 65.000 irgendwas. Also da könnt ihr euch komplett frei bewegen. Wichtig ist halt nur, dass jede Adresse es nur einmal auf eurer Anlage gibt. Ja, sonst kann der Computer das ja nicht mehr zuordnen später. Ja, und hier könnt ihr einfach über diese Tasten hier hoch und runter stellen, oder ihr gebt es halt über die Tastatur hier ein. Hier unten könnt ihr dann noch die Anzahl der Wiederholungen einstellen. Also das bedeutet, wenn ein Fahrzeug über den Sensor jetzt drüber fährt hier, ja, dann wird ja dieser Sendevorgang aktiviert. Ja. Und hier könnt ihr halt einstellen, wie oft er diesen Befehl senden soll. Ja. In dem Fall würde er jetzt 10-mal die Adresse senden und danach wieder ruhig sein.
Und ich sag mal, eigentlich braucht er da auch wirklich nichts machen, weil die 10 Mal, das ist wirklich vollkommen in Ordnung und ausreichend. Da braucht er in Wirklichkeit gar nichts zu machen. Ja. Vielleicht in manchen Fällen muss man da doch mal dran, aber normal braucht er da nichts zu machen. So, und jetzt habt ihr das Ganze hier eingestellt. Und jetzt müsst ihr eigentlich bloß noch auf Senden klicken. Und ihr seht, und schon ja, ist alles im Prozessor drin. Ja, der Sendebutton wird dann auch wieder grau, weil es nichts Neues gibt zum Senden. So einfach ist das eigentlich. Das gleiche, dann gibt es natürlich die Funktion Positionssender permanent. Ja, ändert sich jetzt halt, sag ich mal, nur da unten, dass ich die Wiederholungen nicht reinkriege. Oder ich habe halt hier dann noch den Funktionssender über Sensor. Auch hier habe ich ein komplettes Konfigurationsmenü, wo ich dann die Funktion auswählen kann, ja, die er senden soll. Ich kann den Zustand hier einstellen, aus oder ein, und kann hier konfigurieren, für welche Fahrzeuge, ja, oder Fahrzeugtypen diese Nachricht gültig ist. Wie das genau funktioniert, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Da würde ich euch einfach bitten, schaut einfach mal in die Anleitung rein, da habe ich das relativ gut erklärt. Auch hier ist es jetzt, habt ihr jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht hier oben über den Reiter, ja, tut er das einstellen, oder ihr könnt hier unten das auch über die Bit-Zuordnung einstellen, ja, indem ihr halt hier unten einfach die Bits deaktiviert oder aktiviert. Ja. Das bleibt euch komplett überlassen, wie ihr das machen wollt. Und wie gesagt, wenn es halt eine Änderung gibt, dann müsst ihr das Ganze erst wieder in das Fahrzeug übertragen. Mache ich jetzt mal nicht. Ich gehe jetzt auch mal wieder zurück und sage Magnetsensor erstmal. So, und sende das Ganze. Bevor ich euch jetzt zeige, was es mit den Werten auf sich hat und was ihr da alles einstellen könnt und wie ihr damit das Verhalten des Sensors verändern könnt, möchte ich euch zunächst ein weiteres Feature dieser Konfigurationssoftware zeigen, nämlich den Live View Monitor. Dieser ist immer dann verfügbar, wenn ein Sensor an der Platine angeschlossen ist. Und wenn ihr da draufklickt, dann öffnet sich ein weiteres Fenster und ja, mit so einer Art Diagramm. Das Ganze könnt ihr auch in alle Richtungen größer ziehen und dann wird auch euer Diagramm größer. Und wenn ihr dann hier auf Starten klickt, dann werden hier 2 Linien gezeichnet. Einmal die hier oben, das ist der aktuelle Status meines digitalen Ausgangs. Ja, also der Ausgang, der später an euer Rückmeldemodul geht. Der ist momentan auf High-Pegel, Und hier unten die untere Linie, die so ein bisschen hin und her schwankt, das ist das aktuelle Sensorsignal. Ja, also das Signal, was die Elektronik momentan vom Sensor her misst. Und wie ihr sehen könnt, ja, das ist ungefähr in der Richtung, in der Höhe. Ja, also wenn da jetzt eine Zahl stehen wird, wäre es genau dieser Wert hier. Das ist der Wert, der hier angezeigt wird, der sogenannte Sensor Offset. Und der kann natürlich je nach Einbaulage und Einbausituation des Sensors unterschiedlich sein. Und das ist eben der Wert, den die Elektronik beim Einschalten des Sensors misst. So, jetzt halte ich das mal kurz an. Und warum kann der Wert immer anders sein? Naja, das kommt einfach daher, je nachdem, wie wir unseren Sensor eingebaut haben. Wir können den ja einmal hier direkt unterm Fahrdraht einbauen. Ja, dann können wir hier unterhalb des Magnetbandes einbauen. Wir können den Sensor hier mit der Seite nach oben verbauen oder wir können auch mit der Seite nach oben verbauen. Ja, oder auch, dass wir quasi hier noch was zwischen rein machen, noch eine Kunststoffplatte zwischen rein machen. Also wir haben ja da zig Möglichkeiten, wie wir den Sensor verbauen können. Und auch aus dem Grund, je nachdem wie die Umgebung ist, ändert sich natürlich auch mein Nullpunkt. Und deshalb wird der hier nochmal angezeigt, so als Information, damit ich ungefähr sehe, wo jetzt mein Nullpunkt beim Sensor liegt. Und alles in allem, sage ich mal, sieht das Diagramm jetzt noch relativ unspektakulär aus. Ich habe da oben und unten 2 Linien
Und damit ihr mal seht, was man da alles mitmachen kann, lasse ich jetzt einfach mal ein Fahrzeug, da nehme ich jetzt mal meinen Econic, stelle den hier drauf und lasse den einfach mal kurz über den Sensor fahren und sage hier mal wieder Start. So, dann fahren wir da mal hin. Ich fahre auch extra mal ganz langsam mit dem Fahrzeug über den Sensor drüber. Und zack. Machen wir mal hier. So, und jetzt seht ihr hier zum Beispiel das aktuelle Signal, was der Elektronik misst, wenn das Fahrzeug über meinen Sensor fährt. Ja, da könnt ihr hier richtig schön dieses Signal hier erkennen. Und auch hier dran kann man relativ gut erkennen, was die Ein- und Ausschaltschwelle ist, nämlich solange mein Sensorsignal unterhalb dieser Einschaltschwelle liegt, ja, bleibt mein Ausgang, mein digitaler Ausgang auf High-Pegel und erst wenn die Einschaltschwelle überschritten wird, geht sie auf Low. Gleiches gilt auch für meine Ausschaltschwelle, solange mein Sensorsignal über dieser Ausschaltschwelle liegt. Ja, solange bleibt mein digitaler Ausgang auf Low. Ich kann euch auch mal jetzt noch einen Unterschied zeigen, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem PKW, ja, weil das war jetzt ein LKW mit einem großen Lenkmagnet. Jetzt lasse ich parallel mal einen PKW darüber fahren mit einem kleinen Lenkmagnet, damit ihr einfach auch mal den Unterschied seht, wie da die Unterschiede sind. Ich starte mal wieder den Live-View-Monitor. Ich blende jetzt im Video mal parallel das andere Signal nochmal daneben ein. Und hier an der Grafik könnt ihr jetzt wirklich sehr gut erkennen, was für eine Differenz zwischen dem großen und dem kleinen Lenkmagnet, was es da gibt. Ganz salopp gesagt, braucht ihr in 98% der Fälle an den Ein- und Ausschaltschwellen gar nichts machen. Die hier eingestellten Werte sind wirklich sehr, sehr gut eingestellt und passen auch wirklich in 98% der Fälle. Dennoch gibt es halt irgendwie doch immer mal wieder so 2%, vielleicht sind es auch 3, jetzt weiß ich jetzt nicht genau, aber es gibt halt wirklich ein ganz kleiner Bereich, wo halt einfach mit den Werten nicht funktioniert. Und damit ich auch diesen Bereich abdecken kann, habe ich mich dazu entschlossen, die Ein- und die Ausschaltschwelle konfigurierbar zu machen. Ja. Vielleicht hat auch der ein oder andere mal einen Sensor, der sich irgendwie komisch verhält, vielleicht einmal doppelt auslöst, vielleicht einmal nicht auslöst, vielleicht bei LKWs auslöst, bei PKWs nicht und so weiter. Und hier mit der neuen Version kann er da mal gucken über den Live-View-Monitor, was passiert da aktuell, und vielleicht kann ich das Ganze mit der Ein- und Ausschaltschwelle, mit dem Verschieben dieser Ein- und Ausschaltschwelle, vielleicht kann ich das damit verbessern. Ja? Aus dem Grund habe ich das Ganze konfigurierbar gemacht. Und auch hier in dem Diagramm ist das Ganze so umgesetzt, dass wenn ich jetzt hier meine Einschaltschwelle nach oben oder nach unten bewege, dann wird es live hier in dem Monitor, geht diese Linie, wandert live damit. Ja, damit ich gleich sehe, in welche Richtung ich mich da bewege. So, dann können wir das Ganze mal wieder zumachen. Und was halt auch noch wichtig ist, wenn ihr hier was verändert habt, während der Live-View-Monitor aktiv ist, ich zeige euch das nochmal kurz, ja, während der Live-View-Monitor aktiv ist, könnt ihr hier zwar was verändern, aber ihr könnt nicht senden. Ja? Deshalb ist halt wichtig, wenn ihr den zumacht und ihr habt da was verändert, dann müsst ihr das danach nochmal kurz an den Prozessor schicken, an die Platine schicken. Erst dann wird das Ganze da drin gespeichert. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Video angelangt. Mich würde wirklich sehr eure Meinung interessieren, wie ihr meine Version dieser Sensorplatinen jetzt findet mit den Feedcar-Funktionen. Ich weiß, ich habe euch jetzt noch nicht gezeigt, wie die LED angeschlossen wird, daran die ER-LED. Das zeige ich euch dann im nächsten Video, weil das nächste Video wird dann wieder ein iTrain oder iCar-Tutorial-Video, da wo ich euch zeige, wie man diese aktive Positionsrückmeldung macht. Und da zeige ich euch auch dann, wie man hier die ER-Diode anschließt. Aber so würde mich halt wirklich mal interessieren, wie ihr diese Version findet, auch wie ihr meine Konfigurationstool
also mein PC-Konfigurationstool findet, weil meiner Meinung nach finde ich jetzt diese Konfiguration wesentlich einfacher wie die Konfiguration dieser Feedcar-Module. Aber da würde mich gern auch mal eure Meinung interessieren. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ich wünsche euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.